Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Quick-Tipp von Schuster Automobile. In diesem Video zeige ich euch mal, wie ihr die Sitzmemory-Funktion von euren Fahrzeugen nutzen könnt. Und wenn ihr an dieser Stelle nicht wirklich was mit diesem Begriff anfangen könnt, erkläre ich das mal ganz kurz. Es handelt sich hierbei vereinfacht gesagt um die Abspeicherung eurer Sitzposition. Bei manchen Modellen eben nicht nur die Sitzposition, sondern auch der Spiegel und auch das Head-Up-Display. Und das ist natürlich besonders praktisch, wenn man mehrere Fahrer hat, die zudem noch unterschiedliche Körpergrößen haben. Denn dann muss man jedes Mal nach dem Einsteigen immer erst wieder mühsam den Sitz einstellen und so kann man einfach eine Taste drücken und schon sitzt man perfekt eingestellt in seinem Auto. Und wie das Ganze geht, das zeige ich euch wie gesagt hier in diesem Video. Bevor wir loslegen und das zeigen, ganz kurz erklärt, welche Autos haben das denn eigentlich. Ich habe hier mal ein Fahrzeug vorbereitet. Das ist ein Mazda CX-30, hier in der Sonderversion Nagisa und ihr seht schon, wir haben hier einen Sitz mit elektrischer Sitzverstellung. Das ist natürlich erstmal grundsätzlich die Voraussetzung, dass es auch eine Memory-Funktion geben kann. Habt ihr einen manuell verstellbaren Sitz, ist ja logischerweise auch kein Motor vorhanden, der das einstellen kann. Und wir haben bei diesem Sitz natürlich auch verschiedene Einstellfunktionen. Ihr könnt natürlich die Lehne einstellen, ihr könnt hier auch die Beinlänge einstellen, vorne die Höhe. Das ist auch komplett egal, wie viel Positionen oder Funktionen euer Sitz bietet. Hauptsache, ihr habt eine elektrisch einstellbare Funktion. Und dann müsst ihr noch darauf achten, die meisten elektrischen Sitze, aber eben nicht alle, haben hier links am Armaturenbrett, vielleicht kannst du das mal einfangen, Marcel, hier diese Tasten. Die sind teilweise hier oben, manchmal befinden sie sich aber auch direkt unten am Sitz. Das blende ich euch am besten mal als Grafik ein. Und hier sieht man schon 1, 2 und eine Set-Taste. Die werden wir gleich brauchen. Wie läuft das Ganze nun ab? Dazu setze ich mich jetzt mal ins Auto und zeige euch, wie es funktioniert. Macht es am besten ganz genauso wie ich. Setzt euch einfach ins Auto rein. Am besten mit euren Alltagsklamotten, also ohne Jacke und so wie also normalerweise Auto fahrt. Dann startet gleich mal den Motor. Ich habe jetzt hier eine Automatik. Drücke also auf die Bremse und auf den Startknopf. Ihr könntet auch nur die Zündung anmachen. Es würde genauso funktionieren. Ich mache es jetzt einfach mal so an. Und dann stellt euch als allererstes mal das Lenkrad ein. Das habe ich mir jetzt schon mal ungefähr so in die Position gebracht, die ich mag. Und dann muss man natürlich den Sitz einstellen. Ich fange erstmal mit der Beinlänge an, sodass es für mich eben gut passt. Schiebe mir das also hier nach vorne oder nach hinten. Bei dem Sitz kann ich jetzt sowohl hinten am Po die Höhe einstellen. Da ich ein bisschen kleiner bin, gehe ich ein bisschen höher. Und hier hätte ich dann eben noch die Oberschenkelunterstützung, die man sich auch noch einstellen kann. Dann natürlich auch noch die Lehne. Dann haben wir hier bei diesem Fahrzeug noch eine Lordosenstütze. Die ist allerdings nicht in der Memory-Funktion abgespeichert. Das heißt, die solltet ihr euch einstellen. Hat die allerdings jemand verstellt, müsst ihr es wieder anpassen. Das ist also, wie gesagt, eine nicht eingespeicherte Funktion. So, dann habt ihr schon mal grundlegend eure Sitzposition. Aber es geht noch weiter. Ihr könnt also nicht nur die Sitzposition speichern, sondern auch gleich passend dazu die Spiegel. Das zeige ich euch jetzt einfach mal hier trocken. Und zwar hier auf der linken Seite von der Tür seht ihr hier diese zwei Spiegelsymbole für den linken und für den rechten Spiegel. Ich stelle jetzt hier mal den linken Spiegel ein. Ich tue jetzt einfach mal so, hier mit dem Joystick dann den Spiegel passend nach eurer Körpergröße einstellen. Den rechten Spiegel natürlich ganz genauso. Habt ihr die Spiegel eingestellt, wieder deaktivieren, sodass beide Lampen nicht leuchten. Und diese Funktion wird bei diesem Modell zum Beispiel eben auch mit abgespeichert. Es ist nicht bei allen Modellen der Fall, aber bei den meisten. So, dann haben wir natürlich hier in diesem Fahrzeug noch ein richtiges Head-Up-Display, was auch in die Windschutzscheibe wichtige Fahrinformationen spiegelt, die aber natürlich trotzdem auch höhenabhängig sind und die können wir auch noch in der Größe einstellen und das wird auch abgespeichert. Das zeige ich euch mal, wie das geht. Ihr geht hier bitte in das Einstellungsmenü mit eurem Multicommander, bestätigt das Ganze. Habt hier Displays im Fahrzeug. Es handelt sich hierbei um ein Display. Und hier heißt es dann Active Driving Display. Das ist dieses. Hier seht ihr die Möglichkeit, die Höhe zu justieren. Die Helligkeit, Neigungseinstellung wird nicht gespeichert, nur die Höhe. Das ist nämlich abhängig von eurer Körpergröße. Ihr geht da bitte drauf und könnt hier das Display etwas senken, dass es also niedriger erscheint. Das ist besonders für die großen Personen wichtig. Und hier könnt ihr es etwas höher einstellen. Das ist eher für die kleineren Personen wichtig. Ich stelle es mir jetzt mal ungefähr so ein, wie es mir ganz gut gefallen würde. Ich zeige euch das jetzt mal hier vorne. Ich hoffe, man kann es sehen. So, dann erscheint nämlich so ein kleiner Rahmen und dann verstellt man die Höhe. Okay, also ich gehe wieder hier auf meine Höhe. Ich stelle es hier mal auf 2 oder 3 und dann tue ich das Ganze bestätigen mit dem Multicommander. Und damit ist diese Höhe nun für mich aktuell festgesetzt. So, ihr habt also ganz genauso wie ich jetzt euch die perfekte Sitzposition eingestellt, inklusive Spiegel und Head-Up-Display. Nun wird es Zeit, das Ganze abzuspeichern. Dazu brauchen wir die 3 Tasten, die ich euch schon gezeigt hatte. Ich erkläre es euch mal kurz trocken. Wir werden jetzt hier die Set-Taste drücken, ungefähr so für 2 Sekunden. Ihr werdet einen Ton hören. Wenn ihr den Ton hört, habt ihr insgesamt 5 Sekunden Zeit, euch für die Taste 1 oder 2 zu entscheiden und drückt diese Taste dann einfach auch für 2-3 Sekunden. Das machen wir jetzt nochmal. Das ist der Ton, 5 Sekunden und schon ist es auf 1 gespeichert. Damit ihr seht, dass das Ganze funktioniert,
mache ich jetzt einfach mal hier das Auto aus, verstelle mir den Sitz ein bisschen, dass ihr das besser sehen könnt. Spiegel und so weiter, könnt ihr mir glauben, das funktioniert. So, jetzt steigt ihr zum Beispiel hier ins Auto ein und wollt den Sitz schon mal in die richtige Position fahren. Dann drückt ihr hier einfach kurz auf die Taste und ihr seht schon, wie von Geisterhand bewegt sich also der Sitz. Die Spiegel würden sich nun auch verstellen, Head-Up-Display würde sich anpassen und ihr steigt perfekt in euer Auto ein. Müsst natürlich das Lenkrad vielleicht noch ein bisschen anpassen, aber der Rest ist schon erledigt. Also eine richtig coole Funktion. Es gibt tatsächlich noch eine bequemere Variante, die wir euch auch schon in dem Video gezeigt haben, denn es gibt noch die Möglichkeit, das Ganze, was ich euch heute erklärt habe, auch auf den Schlüssel zu speichern. Das würde also bedeuten, dass ihr, wenn ihr schon mit eurem Schlüssel das Auto öffnet, sich vorher schon alles richtig einstellt. Auch eine richtig coole Sache. Und dann gibt es vielleicht einige Zuschauer, die sagen, ja, warum soll ich denn überhaupt noch die Tasten benutzen? Nun, es gibt tatsächlich ja so ein paar Sonderfälle. Also beispielsweise, ihr habt nur einen Schlüssel, den ihr verwendet, aber mehrere Fahrer. Dann wäre es natürlich lästig, dann muss man den Sitz ja wieder einstellen. Dann sind natürlich zusätzliche Speicherplätze sehr, sehr nützlich. Oder aber, was auch sehr nett ist, also hat mich Marcel gerade so ein bisschen drauf gebracht, es gibt ja Fahrzeuge, die haben so eine elektrische Ausstiegshilfe. Das heißt, wenn man kleiner ist, gehen die Sitze automatisch ein bisschen zurück und dann kann man bequemer ein- und aussteigen, gerade wenn man eben sehr nah am Lenkrad sitzt, wenn man sehr klein ist. Dann könnte man diese Funktion tatsächlich auch missbrauchen. Das zeige ich euch mal. Also ich stelle mir jetzt zum Beispiel mal eine sehr enge Sitzposition ein, also jetzt nicht wundern. Ich gehe jetzt hier mal ein ganzes Stückchen vor. Angenommen ich jetzt irgendwie 1,60, 1,55 oder so, speichere mir das jetzt einfach mal hier ab. So, und jetzt komme ich hier vielleicht echt ein bisschen schwer raus, aber ich habe ja meine erste Position noch gespeichert. Das heißt, wenn ich weiß, ich steige gleich aus, drücke ich jetzt einfach auf die 1, Sitz geht zurück und ich kann ganz bequem aussteigen. Also eine richtig coole Sache. So kann man sich also tatsächlich auch bei einem Auto behelfen, was eben diese Funktion tatsächlich nicht besitzt. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich auch freuen über ein Like von euch. Und ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen zu den Funktionen habt, die ich euch heute gezeigt habe, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Das ist natürlich absolut kostenlos für euch. Drückt die Glocke, dann kriegt ihr immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video.